Burgruine Randeck in Rheinland-Pfalz thront auf einem Felssporn am Rand des Nordpfälzer Berglandes, oberhalb der kleinen Gemeinde Mannweiler-Zölln im Alzeyer Hügelland und bietet einen atemberaubenden Ausblick ins Umland. Der Zugang erfolgte über eine Rampe, vermutlich mit Zugbrücke von Norden. Hier ist der Halsgraben noch erkennbar, der die Burg nach Norden vom Hang trennt. Reste des Tores, das durch einen runden Turm geschützt wurde, sind ebenso noch vorhanden wie die ovale Ringmauer mit Türmen. Diese umschließt die gesamte Anlage. Besonders die Ringmauer zeigt, wie groß und beeindruckend die Burganlage war. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert, vermutlich um das Jahr 1248, errichtet, wobei die Bauherren nicht zweifelsfrei überliefert sind. Bekannt ist, dass später mehrere Adelsgeschlechter gleichzeitig Anteile an der Burg besaßen. Die Lage der Burg ist strategisch gewählt. Sie befindet sich oberhalb des Alsenztals, einer alten Nord-Süd-Verbindung durch das Nordpfälzer Bergland. Es ist davon auszugehen, dass sie zur Sicherung der Handelswege und zur Erhebung von Zöllen errichtet wurde. Es gibt keine belegten Kämpfe oder Belagerungen um Burg Randeck. Vermutlich wurde die Burg im Dreißigjährigen Krieg geplündert oder von durchziehenden Truppen genutzt, aber nicht gezielt zerstört. Allerdings war sie immer wieder Gegenstand juristischer und adliger Auseinandersetzungen, insbesondere in Form von Lehensstreitigkeiten und Besitzwechseln. Und den Burgherren wurden im 14. und 16. Jahrhundert Raub- und Mordzüge unterstellt, die sogar zu einer Reichssacht führten. Die Zerstörung der Burg erfolgte während des Pfälzischen Erbfolgekrieges, als französische Truppen unter Marschall Mellac systematisch Burgen in der Pfalz zerstörten. Von Burg Randeck agierten einige der wenigen in der Nordpfalz gegen die Franzosen nach Partisanenart kämpfenden Schnapphähne. Der Bergfried diente wohl als Ausguck und wurde auch deshalb von den Franzosen gänzlich gesprengt. Auch wenn vieles um Burg Randeck im Dunkel der Geschichte liegt, gibt es doch interessante Legenden um die Burg. Eine Legende berichtet von einer jungen Frau, die von ihrem Vater lebendig in einen Turm eingemauert wurde, nachdem sie einen Ritter aus niedrigem Stand heiraten wollte. Innerhalb der Umschließungsmauer befinden sich auf einer Anhöhe die Reste der Kernburg. Hier sind noch Gebäudereste und die Fundamente des Bergfrieds zu erkennen. Ein anderer Mythos berichtet von einem Ritter, der im Wahnsinn mit seinem Pferd über die ovale Umschließungsmauer in den Tod sprang. Dazu heißt es in der Gegend, man soll ab und an noch heute das Echo eines galoppierenden Pferdes in stürmischen Nächten hören. Der runde Bergfried, der nach Norden über den Graben wacht, stellt eine seltene Besonderheit in der Pfalz dar. Burgen in der Gegend verfügten meist über eckige Haupttürme. Die Burgruine liegt direkt an der Straße nach Schiersfels. Leider sind dort keine Parkplätze und die Straße ist recht eng. Eine gute Möglichkeit ist ein Parkplatz in Mannweiler-Zölln, etwa 1 Kilometer südlich des Ortskerns in Richtung Schiersfeld. Von dort kann die Burg einem Kilometer über einen teilweise steilen Pfad erreicht werden. Im Ort befindet sich auch ein kleines Museum mit archäologischen Funden von der Burgruine.
Danke fürs Zusehen. Wenn das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Aber auch über Verbesserungsvorschläge und Tipps in den Kommentaren oder ein kostenloses Abo.